Hallo liebe Kochfreunde, herzlich willkommen auf Mattis Kochkanal. Ja Leute, heute zeige ich euch kein Kochvideo im herkömmlichen Sinne, vielmehr erstelle ich so eine Art Einkaufsliste. Ja Leute, vielleicht kennt das der eine oder andere von euch auch. Am Ende des Geldes ist noch so viel Monat übrig und Essen, Trinken muss der Mensch und der Kühlschrank ist leer. Was machst du dann? Ja, und deswegen habe ich eine Einkaufsliste erstellt mit den 10 günstigsten Lebensmitteln der Welt. Es sind nicht unbedingt die billigsten Lebensmittel, aber es sind Vorräte, die deinen Geldbeutel schonen, die dich langanhaltend satt machen und die überdies auch noch gesund sind. Die 10 günstigsten Lebensmittel. Fangen wir an mit der Kartoffel. Die gute alte Kartoffel. Das ist ein echtes Multitalent. Das gehört auf jeden Fall in den Vorratsschrank. Sie lässt sich leicht zubereiten, egal ob gekocht oder gebraten. Sie ist sehr nährstoffreich mit Kalium zum Beispiel, enthält viel Vitamine und sie macht dich lange satt. Hier oft wird die Frage gestellt, festkochende oder mehlig kochende Kartoffeln. Das ist ganz einfach, preislich liegen die ungefähr gleich. Der einzige Unterschied ist, mehlig kochende Kartoffeln enthalten mehr Stärke und eignen sich deswegen mehr für Sachen wie Püree, und festkochende Kartoffeln, daraus machst du Bratkartoffeln, Ofenkartoffeln oder Kartoffelsalat. Kommen wir nun zu Nummer 2 auf der Liste. Das ist keine Überraschung mehr, denn wir brauchen Reis. Ich bin ehrlich, ich verwende geschälten Reis, meistens Jasminreis oder auch manchmal Basmati, also weißen Reis. Und du kannst eine Vielzahl leckerer Gerichte daraus zaubern. Es gibt nichts Besseres, wenn es sättigend und günstig sein soll. Dann ist Reis eine ausgezeichnete Alternative für dich. Ja, ein kleiner Tipp noch von mir: Wenn du etwas länger satt sein willst und noch mehr Nährstoffe und Vitamine haben willst, zu dir nehmen willst, dann kochst du Vollkornreis. Vollkornreis, also braunen Reis, ist zwar etwas teurer, aber da hast du die volle Reispower und es macht dich richtig satt. Allerdings kocht der Reis dafür etwas länger. Und was du noch aufnehmen solltest auf die Liste, das sind nämlich Linsen. Linsen haben sehr viele Proteine und Nährstoffe. Es gibt sie in 2 Varianten. Du kannst sie in Dosen kaufen, schütte das Wasser nicht weg, das hat sehr viel Eiweiß. Oder aber du machst es so wie ich, du kaufst Linsen in Beutel. Ja, warum im Beutel? Ich kaufe meistens rote Linsen im 5-Kilo-Sack, ganz einfach aus dem Grund, es ist viel günstiger, als wenn du das in kleinen Mengen kaufst. Und gerade in der türkischen Küche, da kannst du ganz viele tolle Rezepte finden, zum Beispiel die türkische Linsensuppe, Mercimek Çorbası, oder du machst diese Frikadellen, diese vegetarischen Frikadellen aus roten Linsen und weiteren Zutaten. Beides ist sehr sättigend, günstig und überaus lecker. In Italien liegt der Pro-Kopf-Verbrauch an Pasta ungefähr bei 23,8 Gramm. Damit sind die Italiener auch weltweit Spitzenreiter Nummer 1, was den Pasta-Verbrauch angeht. In Deutschland ist es weitaus weniger. Es sind nur 9,8 Kilo pro Kopf oder umgerechnet etwas unter 200 Gramm in der Woche. Ja, Nudeln sind wirklich sowas wie ein Allround-Talent in der Küche, schnell zubereitet, super lecker. Und ein kleiner Tipp an dich: Probier doch auch mal Vollkornnudeln oder Dinkelnudeln. Da gibt es auch ganz tolle Rezepte dafür. Die sind zwar etwas teurer, aber sie sind gesünder, und ein weiterer Vorteil ist, sie machen dich länger satt. Ja, und dann brauchst du noch eine ganz wichtige Zutat, und das ist Mehl. Warum soll ich dir was anderes empfehlen, als was ich benutze? Ich kaufe hauptsächlich Weizenmehl. Klar, es gibt auch gesündere Mehle als Weizenmehl, aber du kannst es wunderbar zum Verfeinern oder Eindicken von Soßen verwenden. Du kannst Pfannkuchen daraus machen, oder du kannst ein selbstgebackenes Brot daraus machen. Und ich lebe auf dem Land, das ist wirklich schwer, eine gute, echte Bäckerei zu finden. Das meiste, was du hier draußen kriegst, das sind Aufbackbäckereien, Brot, was nicht schmeckt, mit lauter Geschmacksstoffen. Bitte, nein, danke. Ja, Mehl ist wirklich ein unverzichtbares, universelles Nahrungsmittel, was dich lange satt macht. Und deswegen solltest du immer ein paar Tüten Mehl oder Weizenmehl in deinem Vorratsschrank parat liegen haben. Ja Leute, jetzt habt ihr genug Mehl zu Hause. Was braucht ihr noch? Ihr braucht Öl.
Ich habe mich bewusst für Rapsöl entschieden. Warum Rapsöl? Ganz einfach, Raps wächst genug in Deutschland, muss nicht importiert werden und Rapsöl ist deutlich günstiger als vergleichbare Pflanzenöle. Es hat einen hohen Rauchpunkt, das heißt, du kannst auch mal was backen oder braten mit Rapsöl und es ist gesünder. Es ist gesünder, es hat viel Vitamine, es hat das optimale Verhältnis an Fettsäuren und deswegen, mein Freund, deswegen legt dir einen Vorrat an Rapsöl an. Ja, und für all die, die auf viel Eiweiß stehen und trotzdem nicht so tief in den Geldbeutel greifen möchten, für die Leute habe ich den ultimativen Tipp: kaufe dir Joghurt. Ja, Joghurt hat viel probiotische Bakterien, Calcium, was alles gut für die Verdauung, für den Knochenbau ist. Und ja, du kannst da das Ganze pimpen mit etwas Haferflocken, mach Haferflocken mit rein oder Tiefkühlobst. Ja, du kannst es süßen mit Honig, mach am besten alles mit rein. Und glaub mir, du hast das ultimative gesunde Bauerfrühstück. Ja, noch ein Tipp von mir: Joghurt ist zwar nicht teuer, kannst du aber auch ganz leicht selber machen, indem du einfach Milch nimmst, etwas Joghurt mit rein tust, fertigen Joghurt als Starterkultur, lass das Ganze etwas stehen und am nächsten Tag hast du einen wunderbaren Joghurt selbst gemacht. Und dann brauchst du noch natürlich Haferflocken. Haferflocken sind der perfekte Start in den Tag, egal ob als Porridge, in Pancakes oder einfach nur mit Milch. Haferflocken sind seit Jahrhunderten fester Bestandteil der menschlichen Ernährung und sie gelten als Superfood. Ja Leute, Haferflocken ist nicht nur sehr sättigend und auch sehr gesund, es ist auch sehr billig. Ich sage lieber günstig. Ja, so ein Pack Haferflocken, das sind 500 Gramm, kriegst du schon für weniger als 1 Euro. Eier. Wir brauchen Eier. Ja, dieses Zitat stammt von einem großen deutschen Tormann, Oliver Kahn, und wisst ihr was? Der Mann hatte recht. Ja, wenn es um die Liste der 10 günstigsten Lebensmittel geht, dann gehören Eier auf jeden Fall mit dazu. Ganz egal, ob gebraten oder gekocht, Eier sind schnell zubereitet, super lecker und nahrhaft noch dazu. Hühnereier liefern dem Menschen nicht nur das wichtige Eiweiß, sie enthalten auch Mineralstoffe wie Calcium, Eisen und Zink und liefern dir die wichtigen Vitamine A, D, E und K. Ja, wie ihr seht, Eier sind unheimlich wichtig, aber das Problem ist, du stehst im Supermarkt und fragst dich, welche Eier soll ich denn überhaupt kaufen? Es gibt Eier aus Bodenhaltung, Freilandhaltung und da gibt es natürlich auch die Bio-Eier. Dazu muss ich sagen, so ein Discounter oder ein Supermarkt, der ist immer psychologisch aufgebaut. Du hast 3 Zonen in jedem Regal. Du hast die Bückzone, wo du dich bücken musst. Du hast die Greifzone und du hast die Blickzone. Die teuersten Sachen sind immer ganz oben und die billigsten Eier, das heißt in dem Fall die Bodenhaltungseier, die findest du meistens immer ganz unten. Ja, meine lieben Kochfreunde, ich will jetzt nicht unbedingt den Moralapostel spielen und ich will euch auch nicht vorschreiben, was ihr für Eier zu kaufen habt. Wie gesagt, die sind gestempelt, da steht das Herkunftsland drauf, das Datum und was ganz, ganz wichtig ist, die Haltungsform. Haltungsform 2 bedeutet Bodenhaltung würde ich euch nicht empfehlen, ist aber wie gesagt das günstigste. Da sind die Hühner, da sind die Tiere in so Ställen eingesperrt. Freilandhaltung bedeutet Nummer 1, Stempel Nummer 1 drauf, DE Deutschland, immerhin Freilandhaltung. Allerdings, du bist, was du isst und ich finde, bei Eiern schmeckst du das ganz, ganz gut heraus. Also Bodenhaltung, Freilandhaltung kaufe ich nicht und Bio-Eier, da kriegen die Tiere immerhin Biofutter, haben bessere Haltungsbedingungen, das schmeckst du heraus, aber wie gesagt, ist sehr teuer. Deswegen mach es einfach so wie ich. Wenn du die Möglichkeit hast, kauf die Eier bei Menschen in deiner Umgebung, regional, wo du auch ganz, ganz genau weißt, was die Tiere zu essen kriegen. Die Eier haben zwar keinen Stempel meistens, aber dafür schmecken sie viel, viel besser. Weltweit werden übrigens die meisten Eier in Mexiko gegessen. Das liegt auch an der Esskultur. Es sind über 400 Eier, aber die Mexikaner essen Tortillas. Da kommen halt Eier mit hinein. Dahinter folgen mit weitem Abstand Länder wie Kolumbien und Japan mit über 300 Eiern pro Person. Und dann kommt Deutschland mit 230 Eiern pro Kopf, Durchschnittskonsum, was meiner Meinung nach eigentlich ganz gut ist. Und Deutschland liegt da irgendwo in der Mitte.
Und wenn du schön satt werden willst und möglichst gesund leben möchtest, dann ist eine Sache unabdingbar, auf die kannst du nicht verzichten, du brauchst Gemüse. Ja, wenn du Gemüse kaufst, dann hast du zwei Möglichkeiten im Prinzip. Entweder ist es Möglichkeit 1, du kaufst es frisch ein im Supermarkt oder auf dem Gemüsemarkt, Wochenmarkt. Halte dich aber bitte an den Gemüsekalender. Jeder Monat hat was Tolles, wo etwas wächst. Paprika zum Beispiel oder Tomaten im Dezember. Nein, mach das bitte nicht. Lad dir so einen Gemüsekalender runter. Im Dezember, Januar isst man Kohl. Ja, die hier vorgestellten Zutaten kannst du ganz toll kombinieren. Du kochst zum Beispiel ein paar Kartoffeln, machst ein paar Spiegeleier und einen schönen Rahmspinat dazu. Was glaubst du, wie lecker das ist? Als Alternative zu frischem Gemüse empfehle ich dir, du kaufst Tiefkühlgemüse. Ganz einfach aus dem Grund, das ist deutlich günstiger, wenn du tiefgefrorene Erbsen kaufst, Blumenkohl, Karotten und ganz besonders Spinat. Der ist sehr günstig, ganz einfacher Spinat, kein Rahmspinat. Das kannst du, wie gesagt, wunderbar verfeinern. Und tiefgefrorenes Gemüse hat den Vorteil, du entnimmst einfach so viel, wie viel du brauchst für den Tag. Also Gemüse. Ja, eine Sache fehlt noch, meine lieben Kochfreunde, eine Sache, und zwar mein persönlicher Favorit, das sind Tomaten in Dosen, die habe ich immer daheim, solltest du auch, ganz einfach aus dem Grund, die Tomaten, die werden ausgereift, gepflückt, die kommen dann da rein in die Dose, du hast den puren Tomatengenuss, die Dinger sind nicht teuer und sie haben den Vorteil, du hast eine wunderbare Basis für Soßen oder du machst eine günstige und auch sättigende Tomatensuppe, wie auch immer, Tomaten in Dosen. Und ja, damit ist dieses Video auch fast zu Ende, fast sage ich, weil ich noch 5 Einkaufstipps für dich habe. Ja, der Tipp Nummer 1 ist Wochenangebote. Wenn du zu den Haushalten gehörst, die Wochenangebote erhalten, werf die Dinger nicht gleich in den Müll, sondern riskier auch mal einen Blick hinein, schau auch mal hinein, was die Supermärkte so anbieten, weil ganz einfach aus dem Grund, jeder Discounter oder Supermarkt hat auch Wochenangebote, es ist immer mal was dabei, was sich lohnt, und wenn ein Lebensmittel dir schmeckt und wenn du es regelmäßig sowieso kaufst, dann kaufst du einfach mehr davon. Ja, der Tipp Nummer 2, der ist ganz einfach, kaufe immer das ein, was du brauchst. Ich gehöre zu den Menschen, die sich immer maßlos ärgern, wenn sie Lebensmittel wegschmeißen, weil dann hast du nichts gespart, und ich finde das auch irgendwie dekadent. Ärgern solltest du dich auch, und deswegen kaufe Lebensmittel gut verpackt, achte aufs Mindesthaltbarkeitsdatum und am besten in Tüten, tiefgefroren, in Dosen, wie auch immer. Schmeiße auf jeden Fall nichts weg, weil es wäre wirklich schade drum, schade ums Geld, und ich finde, das macht man einfach nicht. Ja, und Tipp Nummer 3 ist, achte auf die Kilomenge bzw. auf die Grammmenge. Jedes Produkt in Deutschland hat links unten auf dem Scanner, auf dem Barcode nochmal einen Grammpreis oder Kilopreis. Da achtest du bitte drauf und vergleichst, ob es sich für dich lohnt oder nicht. Ja, und Tipp Nummer 4 ist eine Einkaufsliste. Du bist ja oft geneigt, mehr zu kaufen, als du eigentlich willst, oder unnötige Dinge. Deswegen erstelle dir vor dem Einkauf eine Einkaufsliste. Hört sich zwar abgedroschen an, aber glaubt mir, das ist wirklich sehr, sehr nützlich. So Leute, kommen wir zum Schluss, kommen wir noch zum 5. Einkaufstipp. Das ist zugleich auch der wichtigste Einkaufstipp, und das wäre, den habe ich vergessen. Ja, meine lieben Kochfreunde, das war's für heute. Der Matti bedankt sich für das Anschauen von dem Video, und ich hoffe, diese Einkaufsliste, diese kleine Einkaufsliste von mir ist dem einen oder anderen eine kleine Hilfe. Und wie gesagt, das Ganze lässt sich ja noch beliebig erweitern. Bis zum nächsten Mal. Und da gibt's auch wieder ein Kochvideo. Euer Matti.